An einem ruhigen Nachmittag war Michael Harper im Garten mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als er plötzlich ein seltsames Geräusch aus der Nähe des Holzzauns hörte. Dieses heisere, schwache Geräusch ähnelte nicht dem vertrauten Miau einer Hauskatze, es vermittelte ein Gefühl der Panik, was ihn veranlasste, sich sofort umzudrehen und zu suchen. Zwischen Gras und trockenem Laub entdeckte Michael ein kleines, schwarzes Tier, dessen Kopf zwischen zwei dicht stehenden jungen Bäumen eingeklemmt war. Das Tier öffnete sein Maul und heulte auf, seine kleinen, spitzen Zähne waren in der grellen Nachmittagssonne deutlich zu erkennen. Die weit aufgerissenen, verängstigten goldenen Augen ließen Michael einige Sekunden innehalten, bevor er näher kam. Zuerst dachte er, es handle sich nur um eine streunende Katze, die auf der Suche nach Unterschlupf in den Garten gewandert war. Michael kniete sich tief hin und hielt einen sicheren Abstand, um das Tier nicht noch mehr zu erschrecken. Er sah genauer hin und erkannte, dass der Baumstamm nur so dick war wie seine Wade und sich mit einfachen Werkzeugen leicht entfernen ließ. Die trockenen Blätter raschelten unter den Füßen, die friedliche Atmosphäre des Gartens stand in scharfem Kontrast zu der Spannung, die sich vor ihren Augen abzeichnete. Michael begriff, dass er schnell handeln musste, wenn er nicht wollte, dass das Tier noch erschöpfter wurde. Michael eilte ins Haus und holte eine kleine Handsäge hervor, wie sie oft im Garten verwendet wird. Er kehrte zum Fuß des Baumes zurück, holte tief Luft, um sich zu beruhigen, bevor er begann. Jeder Sägeschnitt wurde langsam und präzise ausgeführt, um das Tier nicht weiter zu verletzen. Holzstaub schwebte in der Luft, das weiße Sonnenlicht beleuchtete jedes einzelne Staubpartikel. Das Tier kämpfte schwach und atmete schwer, schien aber Hilfe zu spüren. Michael hielt immer wieder an, um das Tier mit leiser Stimme zu beruhigen, obwohl er sich nicht sicher war, ob das Tier ihn verstand. Nach wenigen Minuten begann sich der Baumstamm zu spalten, wobei sich der Spalt allmählich vergrößerte. Michael legte seine Hand unter den Kopf des Tieres und hielt ihn fest, ohne dabei übermäßige Kraft anzuwenden. Nachdem der Baumstumpf ausreichend abgesägt war, schlüpfte das Tier aus der Spalte und fiel ins Gras. Michael legte die Säge sofort beiseite und konzentrierte sich ganz auf das Wesen, das er soeben befreit hatte. Das Tier lag ausgestreckt im Gras, sein ganzer Körper zitterte, und es atmete schwer, nachdem es so lange gefangen gewesen war. Michael beobachtete das Tier aufmerksam und bemerkte schnell einen langen Kratzer am Hals. Die Wunde war deutlich gerötet und wies Spuren davon auf, dass sie beim Kampf heftig am Baumstamm gerieben worden war. Obwohl es nicht stark blutete, sahen die Kratzer schmerzhaft aus und kosteten das Tier viel Energie. Michael verspürte einen Stich im Herzen, als er sah, wie das Tier sich abmühte, den Kopf zu heben, nur um ihn dann wieder sinken zu lassen. Er ging sofort wieder hinein und holte einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten, um die Wunde zu behandeln. Die antiseptische Lösung wurde sorgfältig aufgetragen, jede Bewegung langsam und vorsichtig. Das Tier reagierte leicht, leistete aber keinen Widerstand, wahrscheinlich weil es zu müde war. Michael wickelte sich einen weißen Verband locker um den Hals und achtete darauf, dass er nicht zu eng saß. In diesem Augenblick entstand ein zerbrechliches, aber deutliches Band des Vertrauens zwischen Mensch und Tier. Nachdem Michael erste Hilfe geleistet hatte, beschloss er, das Tier zu füttern, damit es wieder zu Kräften kommt. Er holte 2 Metallschüsseln hervor, eine mit Essen und die andere mit sauberem Wasser. Das Tier näherte sich langsam, seine Augen noch immer wachsam, doch der Hunger ließ es nicht länger zögern. Die Art und Weise, wie es so schnell und gierig fraß, ließ Michael allmählich ahnen, dass etwas nicht stimmte. Im Gegensatz zu Hauskatzen nimmt dieses Tier eine niedrige Körperhaltung ein und ist bereit, auf jede Bewegung in seiner Umgebung zu reagieren. Michael hockte ein paar Schritte entfernt und beobachtete schweigend jede noch so kleine Bewegung. Das Sonnenlicht, das auf sein pechschwarzes Fell fiel, ließ es ungewöhnlich glänzend und dicht erscheinen. Das Tier fraß recht schnell fertig, leckte den Napf sauber und hob dann den Kopf, um sich umzusehen. Michael erkannte, dass dieses Geschöpf trotz seines jungen Alters einen sehr ausgeprägten wilden Instinkt besaß. Zweifel kamen in ihm auf, obwohl er es noch nicht wagte, irgendetwas zu bestätigen. Um die Sicherheit von Mensch und Tier zu gewährleisten, beschloss Michael, das Tier in einen leeren Metallkäfig im Garten zu setzen.
Er öffnete die Käfigtür und benutzte eine Lichtschranke, um das Tier hineinzuführen. Das Tier zögerte einige Sekunden, bevor es in den Käfig trat, seine Augen folgten dabei unentwegt jeder Bewegung Michaels. Als die Käfigtür geschlossen wurde, wurde die Atmosphäre im Garten noch angespannter. Das Tier stand geduckt im Käfig, die Ohren gespitzt, die Augen kalt und scharf. Michael wich ein paar Schritte zurück und verspürte zum ersten Mal ein deutliches Unbehagen. Ihm wurde klar, dass der Blick in keiner Weise dem einer typischen Hauskatze oder Streunerkatze ähnelte. Michaels Instinkt sagte ihm, dass er es mit etwas anderem zu tun hatte. Er holte sein Handy heraus und begann, das Tier aus verschiedenen Winkeln zu fotografieren. Diese Fotografien waren der Beginn einer Entdeckung, die ihn schockierte. Michael setzte sich auf die Stufen, öffnete sein Handy und begann, nach Bildern zum Vergleichen zu suchen. Als die Ergebnisse erschienen, begann sein Herz schneller als normal zu schlagen. Die Kopfform, die Augen und das pechschwarze Fell passten auf unheimliche Weise zusammen. Michael schluckte schwer, als er begriff, dass das Tier vor ihm keine Katze war. Es war ein schwarzes Leopardenjunges, sehr klein, aber bereits mit allen Merkmalen eines Raubtiers ausgestattet. Bei diesem Gedanken lief ihm ein Schauer über den Rücken, obwohl er in der warmen Nachmittagssonne stand. Michael blickte zum Käfig, wo ihn das Leopardenjunge beobachtete, ohne zu blinzeln. Ihm war klar, dass die Situation die Fähigkeiten eines Durchschnittsbürgers überstieg. Ohne weiteres Zögern stand Michael auf und holte tief Luft, um sich zu beruhigen. Er beschloss, sofort die örtlichen Förster anzurufen. Kurz darauf erschienen 2 uniformierte Parkwächter am Tor von Michaels Garten. Sie betraten den Käfig ruhig und musterten kurz den Käfig und das darin befindliche Tier. Nach kurzer Untersuchung bestätigten die Ranger, dass es sich um ein schwarzes Leopardenjunges handelte. Sie sagten, es sei wahrscheinlich, dass der Leopard gerade dabei war, das Jagen zu lernen und sich verirrt hatte. Der Leopard wurde zu seiner Sicherheit in einen speziellen Transportkäfig umgesetzt. Michael stand schweigend da und schaute zu, noch immer wie gelähmt vor Schock. Die Ranger dankten Michael dafür, dass er die Situation richtig gehandhabt und sie umgehend gemeldet hatte. Sie erklärten, dass jede Verzögerung das Leopardenjunge in ernsthafte Gefahr hätte bringen können. Das Fahrzeug des Rangers verließ den Garten und hinterließ den vertrauten, ruhigen Ort. Michael wurde klar, dass sein gewöhnlicher Nachmittag zu einer unvergesslichen Erinnerung geworden war. In der Rangerstation wurde das Leopardenjunge zur Pflege in einer sauberen und ruhigen Umgebung auf einen Tisch gesetzt. Die Ranger untersuchten die Wunde an seinem Hals sorgfältig und professionell erneut. Die antiseptische Lösung wird wiederverwendet, um sicherzustellen, dass keine Infektion auftritt. Der weiße Verband wurde durch einen neuen ersetzt, der so eng anlag, dass sich der Leopard nicht unwohl fühlte. Das Leopardenjunge lag still da, seine Augen waren weniger angespannt als zuvor. Geeignetes Futter wird zubereitet und in der Nähe platziert, damit der Leopard es selbst fressen kann. Die Ranger beobachteten die Reaktion des Leoparden stundenlang genau. Sie stellten fest, dass sich der Leopard nach angemessener Pflege recht schnell erholte. Alle Arbeitsabläufe minimieren unnötigen menschlichen Kontakt. Das einzige Ziel ist es, dem Leopardenjungen zu helfen, genügend Kraft zu erlangen, um zu seiner Mutter in die Wildnis zurückzukehren. Ein paar Tage später brachten die Ranger das Leopardenjunge in den Wald zurück, in dessen Nähe es gefunden worden war. Sie drangen tiefer in den Wald vor und suchten in der Umgebung nach Spuren der Leopardenmutter. Schließlich tauchte lautlos ein ausgewachsener schwarzer Leopard aus dem dichten Laubwerk auf. Der Käfig wurde auf den Boden gestellt, die Tür öffnete sich in absoluter Stille. Das Leopardenjunge kam langsam hervor, hob den Kopf zum Beobachten und sprang dann plötzlich nach vorn. Die Leopardenmutter senkte den Kopf und erlaubte ihrem Jungen, sich instinktiv an ihren Körper zu schmiegen. Mutter und Tochter rieben ihre Köpfe aneinander, ein Moment des Wiedersehens, der emotional und doch völlig natürlich war. Die Ranger hielten Abstand, um den Moment nicht zu stören. Nach wenigen Minuten verschwanden die Leopardenmutter und ihr Junges tief im grünen Wald. Dort schließt sich der Kreis des Überlebens still und vollständig.